think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand your time. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Design. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Ja, in meinem heutigen Video wird ein bisschen was zu sehen sein. Ich zeige euch, was mir passiert ist. Ist ein bisschen unschön, bin ein bisschen ausgebremst worden mal wieder. Ich würde aber sagen, ich erkläre euch da nachher, was mir passiert ist. Ich werde trotzdem ein paar Sachen hier aus dem Garten zeigen. Soll ja auch einfach ein kurzes Update wieder sein aus dem Garten. Ich würde aber einfach sagen, ihr schaut euch das Video mal an. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es anschaut. Ich wünsche euch mit dem Video schon mal ganz viel Spaß. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video kommentiert, liked, fleißig teilt. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja, lasst euch da jetzt auf jeden Fall überraschen, was da kommt. Viel Spaß mit dem Video. And remember this, we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must. Ja, was ist mir passiert? Und zwar gestern war ich bei der Schwägerin drüben, also nicht bei Buhn, sondern bei dem Garten, den ich auch noch ein bisschen mitpflege. Und ja, da habe ich angefangen, den Rasen zu mähen, habe einfach Unkraut geschnitten, habe auch dort die Donkoi, diese Buchsbäume, schön gemacht. Zum Schluss wollte ich noch ihre Datteln, also ihre Phönixpalmen, sag ich mal, die unnötigen Blätter, die runterhingen, abschneiden. Ja, dabei, als ich da ein Blatt abgeschnitten habe, war da drunter auch schon ein älteres Blatt. Wer die Dattelpalmen nicht kennt, die Datteln, also die haben an den Palmen auch relativ starke Stacheln. Und die Stacheln, die machen sich in der Haut nicht so gut. Ich habe auf jeden Fall ein Blatt ja, runtergeschnitten, runtergehauen mit dem Messer. Bin dann im Prinzip mit dem Messer nach unten gefahren. Darunter war eben ein älteres Blatt und habe mir dort so einen Dorn in meinen Mittelfinger, also hier ins Gelenk, reingehauen. Hatte das zuerst gar nicht so bemerkt, habe dann den Handschuh ausgezogen, habe dann gesehen, dass da ein Dorn drin steckt. Den Dorn habe ich mir dann rausgezogen. Ist natürlich gleich das Blut geflossen. Das, was einfach das Dumme, sage ich mal, daran ist, dass die Dattel an den Nadeln relativ giftig ist, sage ich mal. Also ja, giftig. Also sie hat da so einen kleinen Giftcocktail in den Spitzen drin. Der macht sich dann halt schon mal vor allem in der Haut oder halt im Fleisch nicht so gut. Ja, ich habe da auch einiges drüber gelesen. Es kann auch passieren, dass dieser Dorn, wenn der sich reinbohrt und vielleicht einen Nerv trifft, dort, sage ich mal, die Spitze zerbröselt, sich dort vielleicht am Nerv noch, also man könnte da auch, sage ich mal, Langzeitschäden von bekommen. Das will ich jetzt mal alles nicht hoffen. Aber allein das Gift ist eine schmerzvolle Sache. Ich meine, wenn ihr meine Hand, meinen Mittelfinger seht, der ist jetzt ordentlich angeschwollen. Ich zeige euch da mal ein Bild, blende euch da noch ein Bild ein von heute Morgen. Das war heute Morgen, konnte ich die Hand also so gar nicht mehr bewegen. Jetzt bekomme ich es mittlerweile so hin, schmerzfrei. Aber eine Faust zu machen, das ist wirklich sehr, sehr schmerzvoll. Ja, das Ganze soll anscheinend bis zu 3 bis 4 Tagen gehen. Das heißt, ich bin jetzt erstmal durch das Ganze ein bisschen ausgenockt, weil mit meiner rechten Hand arbeite ich natürlich auch. Wenn ich da keine Faust machen kann, ist das alles ein bisschen kontraproduktiv. Und habe auch schon, ja, allein beim Tiere füttern
ist es schon schmerzhaft, aber die Tiere muss ich natürlich füttern, komme ich nicht drum herum. Aber ja, deswegen, das wollte ich einfach mal sagen. Deswegen kann ich da die nächsten Tage nicht viel machen, werde euch da wahrscheinlich auch nicht viel zeigen können. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst. Mir geht es soweit gut, ist alles okay. Habe halt ein paar Schmerzen im Finger, neben der Schmerztabletten dagegen. Reibt meinem Finger immer mit so einer Art Tigerbalsam ein und hoffe, dass das jetzt dann bald verschwindet. Ja. Habe da auch gelesen, dass es nichts bringen würde, da irgendwas, sage ich mal, Abschwellendes einzunehmen. Das ist einfach ein Gift, wo man nicht großartig was dagegen machen kann. Damit muss man einfach klarkommen. Ja. Und deswegen, ich zeige euch mal jetzt ein paar Bilder noch von der Dattelpalme und was ich dort gestern im Garten bei ihr gemacht habe. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ja, jetzt zeige ich euch noch kurz den Übeltäter, der mir meine Hand eben verschafft hat. Ist eine Phönixpalme, also eine Dattelpalme, dass ihr auch wisst, wie die aussieht. Oder ich denke, einige werden es sicherlich auch wissen, aber Dattelpalme sieht so aus. Das ist die Dattelpalme. Und eben, wenn man hier sieht, diese Nadeln hier, wenn man die dann eben halt ja, in die Haut bekommt, ist nicht ganz so praktisch. Und ich vermute, dass ich hier an dem eben eine Nadel in mein Gelenk bekommen habe dort. Ja, hilft nichts. Die Palme kann nichts dafür. Meine eigene Dummheit. Ja, jetzt muss ich halt damit leben. Ja. Ja, zumindest 2, 3 Tage, 4 Tage vielleicht. Mal schauen. Ich denke, jetzt habt ihr gesehen, wie die Nadeln oder die Dornen da aussehen. Das macht sich nicht so gut einfach. Das ist einfach, was man hier auch ein bisschen beachten muss, ist ja jetzt nicht auch bloß die Dattel, die da so, sage ich mal, giftige Wirkung haben kann. Das gibt hier genügend Bäume, die Nadeln haben, oder auch den Kaktus kennt ihr ja vorne bei mir auch. Den kann ich euch dann auch noch mal einblenden, werde euch da nochmal eine Slow-Mo mit einblenden. Das sind alles ja, Pflanzen, wenn man die halt berührt und da die Stacheln in die Haut gehen, das kann diverse Reaktionen auslösen. Bei mir jetzt in dem Fall eben ist der Finger halt geschwollen, ist zu vergleichen mit einem starken Wespenstich. Und ja, aber wenn das dann wieder verheilt ist, geht es dann wieder los. Und nichtsdestotrotz zeige ich euch einfach ein bisschen hier im Garten was sich so hier in einer Woche verändert hat, was die Geormankorn, also die Drachenfrucht, macht. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dann nächste Woche Sonntag dann wieder ein vernünftiges Video habe. Und jetzt in dem Fall, sage ich mal, nur ein kleines Lebenszeichen von mir und ein kurzes Update, einfach ein schnelles Update aus dem Garten. Same world, but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact. Dass ihr mal seht, wie schnell das auch mit der Geormankorn, mit der Drachenfrucht gehen kann. Ich war da selber überrascht. Ich habe das gestern schon gesehen und deswegen habe ich gedacht, sollte ich schnell das Video machen, beziehungsweise zumindest mal die Szenen einfangen, dass ihr seht, wie schnell das hier gehen kann, denn dass die reif werden. Ja, war da wirklich sehr überrascht. Ich zeige euch einfach mal hier die ersten Ranken. Da seht ihr jetzt, das ist sicherlich eine Frucht, die man schon abnehmen kann. Dann hier die zweite. Die hier, denke ich, werde ich noch ein bisschen lassen. Hier ist dann jetzt so eine Halbreife. Ja, also da werde ich mir heute definitiv schon Früchte abnehmen. Essen kann ich sie leider noch nicht heute Abend. Man lässt die hier so 2 bis 3 Tage liegen.
dass die noch ihr richtiges Aroma entwickeln, also eine richtige Süße bekommen. Aber ich denke, so bis in 2-3 Tagen kann ich mir die dann schmecken lassen. Und da freue ich mich jetzt natürlich schon drauf. Und ja, habt ihr ja gesehen, also es geht wahnsinnig schnell. Innerhalb von einer Woche sind die hier jetzt rot geworden. Aus dem letzten Garten-Update, da waren sie noch grün und ja, jetzt schon reif. Und da freue ich mich natürlich drauf jetzt. Jetzt bin ich hier bei den nächsten Ranken mit der Drachenfrucht. Da zeige ich euch mal, das ist die Stelle, an der ich eigentlich auch noch so ein Gerüst aufbauen sollte. Weil wenn man das nicht tut, dann zeige ich euch mal jetzt, was mit den Früchten passiert. Da haben dann natürlich auch andere dran Freude, also Ameisen, sonstiges Getier natürlich. Ja, werde da wahrscheinlich von den Ranken hier 2 Früchte wahrscheinlich noch ernten können. Und was ihr jetzt da seht, das sind zum Beispiel auch gerade so Pflanzen, wenn man die haben auch an der Spitze so leichte Nadeln. Ich hoffe, man sieht es. Wenn man die in die Haut gebohrt bekommt, gibt es ähnliche Reaktionen. Diese Pflanze ist gerade eigentlich gut zur Abwehr von Schlangen. Also Schlangen haben die Pflanze gar nicht gern. Und dementsprechend auch für Menschen ist es natürlich auch, ja, kann das auch diverse Reaktionen auf der Haut denn auslösen, ja, was auch nicht so ganz ja, schmerzlos sein wird. Dann bin ich hier jetzt beim nächsten Gerüst. Da habe ich jetzt eine reife Georg-Gorn dran. Die werde ich mir, denke ich, auch abnehmen, bevor es die Ameisen denn alles zerlegen. Sehe ich nämlich schon ein paar Ameisen drumherum kreisen. Hier die eine Frucht, die werde ich mir dann auch wegnehmen. Die Früchte hier sind noch grün. Da die Zwillinge. Ja, also von der Drachenfrucht, da kann ich jetzt dann die nächsten Tage ein bisschen was essen. Und werde euch da sicherlich dann auch noch eine Szene von mit reinnehmen, hoffe ich. Ja, jetzt stehe ich hier bei dem Kaktus, den ich vorher angesprochen hatte, wo es auch nicht so ganz gesund ist, wenn man die kleinen Nadeln da sich irgendwo reinbohrt. Ich zeige euch den Kaktus mal noch. Und wenn man da sieht, der hat dann auch so kleine diverse Nadeln drauf. Der Kaktus, wenn der blüht, bekommt er so Blüten, die man anscheinend essen kann. Ja, das ist eben der Kaktus, der auch diverse Reaktionen auslösen kann. Also wie gesagt, man sollte hier schon darauf achten, wenn man in Thailand ist, wenn man da diverse Pflanzen, Bäume, Palmen irgendwie anfasst, sich da vorher ein bisschen zu informieren. Ja, es sind einige Pflanzen hier dabei, die eben auch ja, schon ein Gift in ihren Nadeln, Dornen, Härchen und so weiter haben. Also da sollte man einfach wirklich mit Vorsicht an die Pflanzen rangehen. Ja. Ich habe jetzt gelernt, in Zukunft werde ich bei der Phönixpalme, bei der Dattel einfach starke Lederhandschuhe tragen. Dann kann ich das ein bisschen da ausschließen, dass ich mir da wahrscheinlich so einen Dorn nochmal reinjag. Weil ja, muss ich glaube nicht nochmal haben. Ja. Ist wirklich eine schmerzvolle Geschichte. Ich kann Schmerzen eigentlich schon gut ab, aber ja, es ist dann einfach nicht, dass mich das tierisch nervt oder so, aber es nervt mich einfach die Sache, dass ich da nicht viel machen kann, weil ich einfach die Hand nicht wirklich richtig bewegen kann durch den, ja, sag ich mal, leicht steifen Finger einfach. You're this active, you must to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Hey, I don't think you're supposed to go. Was natürlich auch in diesem Video nicht fehlen darf, sind sicherlich die Limetten, die ich euch noch zeigen möchte.
Ich weiß, wahrscheinlich seid ihr mittlerweile gelangweilt von meinen Limetten und von meinen Drachenfrüchten. Aber ja, ich zeige euch trotzdem den Limettenbaum, der immer noch gut gefüllt ist. Und ja, auch da werde ich mir heute auch nochmal ein paar Limetten abnehmen, weil ja, es sind einige dran, die sicherlich jetzt schon so weit sind, dass man sie einfach wieder abnehmen kann. Seht ihr ja, also auch der Limettenbaum ist immer noch gut gefüllt. Ich habe gesehen beim lieben Olaf, der hat auch ordentlich Limetten. Bin da eher ein bisschen mehr neidisch auf seine Pomelo, die er da hat. Und das wirklich auch in Massen. Ich hätte es gern, weil das Pomelo ist eine Frucht, die ich also ja, sehr gern esse hier. Hier wird sie Som-O genannt. Ja, schick mir mal einfach ein paar Ableger rüber und ja, dann pflanze ich die hier, ja, weil wir hatten ja eine bei uns im Garten. Den Baum haben wir ja umgemacht, weil die Früchte eher bitter waren. Der Olaf hat gemeint, seine sind süß-sauer. Das ist genau das, was ich mag. Also wenn du ein paar Früchte übrig hast, lieber Olaf, dann sag mir Bescheid, schick mir ein paar Ableger. Dann pflanze ich hier auch ein bisschen was. Jetzt höre ich es auch im Hintergrund schon wieder donnern. Also das wird, wenn ich so in den Himmel hochschaue, denke ich auch nicht mehr lang gehen. Ich zeige euch trotzdem noch kurz meine Feigen. Ich habe die Feigen auch schon mal ein bisschen rausgeräumt, weil meine Schwägerin, die Buhn, kommt ja nächste Woche, hole ich ab vom Flughafen. Und ja, da werde ich euch sicherlich auch noch kurz dann mitnehmen, zumindest ein paar Szenen einfangen, denke ich, sofern ich dort auch filmen darf. Das werde ich dann alles noch sehen. Auf jeden Fall, ihre Feigen sind parat, zwar noch nicht die 10, die sie haben wollte, aber zumindest schon mal 3. Und die zeige ich euch auch mal noch kurz. Das sind jetzt hier schon mal 2 Feigen, die ich für sie parat habe, die schön gewachsen sind. Denn hier ist die 3. Das ist die eine, die ich eingetopft hatte, die ja jetzt eben mittlerweile schnell schon Früchte bekommen hat. Was hier im Topf ist, das wird Robert sicherlich kennen. Auch mal wieder ein Update an Robert. Das sind deine Chico, der Lamut. Also Chico wird er genannt auf den Philippinen und Lamut hier in Thailand. Ist auch eine Frucht, die da nachher draus entsteht. Bin gespannt. Bisher entwickeln die sich ganz gut. Werde die jetzt wahrscheinlich bald in einen größeren Topf noch umsetzen. Und wenn die dann eine gewisse Größe haben, muss ich mir auch dort noch einen Platz überlegen. Aber ist natürlich jetzt perfekt zur Regenzeit. Ja, ich denke, die werde ich dann auch demnächst irgendwann pflanzen. Ja. Was ansonsten auch weiter wächst, das sind meine Papaya, die ich euch im letzten Garten-Update gezeigt habe. Ich blende euch da heute auch mal noch eine kurze Slow-Mo ein. Oder ich kann es euch auch mal kurz zeigen. Die Früchte scheinen jetzt da auch gut zu wachsen. Ich denke, dass ich da jetzt dann auch bald wahrscheinlich eine etwas größere Papaya dran haben werde, wenn es genauso schnell geht wie mit meinen Drachenfrüchten. Ja, ich zeige euch einfach mal kurz die Ansätze, die jetzt da kommen. Da seht ihr jetzt die kleinen Ansätze da, die da kommen. Das werden Papaya geben. Ja, auch passend, wenn die Schwägerin kommt. Ich meine, sie hat selber Papaya da drüben, aber ja, vielleicht können wir dann auch mal aus unserem Garten hier eine probieren. Auch da lasse ich mich dann überraschen, ob das denn bis zu ihrer Ankunft dann vielleicht da schon ein paar Früchte dranhängen. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Ansonsten der Rambutan, also Ngo-Baum, der hat immer noch nach wie vor seine eine Frucht dran. Denke ich, da blende ich euch auch nur eine kurze Slow-Mo ein. Dann seht ihr da auch, alle anderen Bäume haben keine Früchte dran, also zumindest nicht diese Rambutan, diese Ngo. Ja, wisst ihr ja, dieses Jahr ist die Ernte hier in Thailand von manchen Früchten eher ein bisschen mau. Meines Erachtens nach haben da die Bestäuber gefehlt und natürlich auch der Regen.
und dementsprechend haben wir jetzt auch dieses Jahr ja, wenig Früchte von Rambutan oder Lamiai oder Lychee. Ja, alles dieses Jahr leider ein bisschen weniger. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait and remember this. Ich wollte euch auch noch kurz mitteilen, dass ich es nun endlich doch geschafft habe, mir zumindest hier in Thailand die EM 2024 anzuschauen. Konnte gestern schon die ersten 2 Spiele mitverfolgen. Und zwar war eigentlich genau richtig. Mir ist da eine Internetseite zugespielt worden, wo ich einfach eine Möglichkeit habe, das trotzdem jetzt zu verfolgen. Das hat mich riesig gefreut, dass das genau pünktlich zum Schweizer und zum deutschen Spiel kam. Ja, wie es der Zufall wollte, oder natürlich auch, ist für mich schön gewesen zu sehen, dass die Schweiz 2-0 gewonnen hat, dass Deutschland 2-0 gewonnen hat. Hat mich riesig gefreut. Ich drücke den Jungs trotzdem weiterhin, also den Deutschen und den Schweizern, weiterhin die Daumen. Ja, und werde auf jeden Fall die nächsten Spiele jetzt hoffentlich noch verfolgen können. Und ja, bin gespannt, wer letztendlich denn gewinnen wird. Ich habe da meinen Favoriten, werde es aber nicht verraten. Mal schauen, was denn passiert. Ja, wie anfangs angesprochen, möchte ich euch da auch nicht lang jetzt noch meinen Garten zeigen. Denke, da kommt dann wieder eine andere Zeit, wenn es mir dann auch wieder ein bisschen besser geht. Dann werde ich da sicherlich auch mal wieder ein ausführlicheres Garten-Update hier bringen. Aber jetzt seid ihr mal so über den groben Stand, zumindest mal von den Drachenfrüchten. Ich denke, da ist ja schon Interesse da gewesen, dass ihr seht, wie die sich entwickeln. Und ja, deswegen würde ich an der Stelle hier das Video jetzt beenden. Ich denke, wenn ich das Video ausstrahle, dann wird mit meiner Hand das meiste rum sein. Hoffe ich zumindest. Hoffe auch, dass ich da nicht irgendwas Bleibendes von dem Dorn mir verschafft habe, dass das bloß wirklich so eine Art Wespenstich ist und es in ein paar Tagen dann gut ist. Und dann geht es dann einfach Mitte nächster Woche dann wieder an die Arbeit. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann, denke ich, sicherlich zum nächsten Video, was nächste Woche Sonntag kommt. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz gute Zeit. Bleibt wie immer gesund da draußen. Passt auf euch auf. Ich sage jetzt Tschüss, euer René aus Thailand. Stardust, stardust. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone.